Microsoft hat das Juli-Update für Windows 11 gestoppt, aber nur auf bestimmten Dell-PCs. Der Grund: Überhitzung, Abstürze, leere Akkus. Ob dein Rechner betroffen ist und was du jetzt tun kannst, zeige ich dir hier. Im Juni brachte Microsoft ein optionales Update mit der Kennung KB 509.509.3. Darin steckt eine neue USB-C-Verbindungsmanager-Schnittstelle. Die wurde dann in den Juli-Patch Day übernommen und ab da ging es los. Nutzer mit bestimmten Dell-PCs meldeten massive Probleme. Rechner wurden extrem heiß, stürzten ab oder Akkus entleerten sich rasant. Microsoft hat reagiert und das Update für genau diese Systeme blockiert. Wichtig für dich: Wenn dir das Update jetzt ganz normal angeboten wird, ist dein System nicht betroffen. Du kannst es bedenkenlos installieren. Das Problem ist ein Konflikt. Die neue USB-C-Schnittstelle aus dem Update verträgt sich nicht mit einem bestimmten Intel-Treiber, der für das Energie- und Temperaturmanagement zuständig ist. Dieser Treiber steuert normalerweise deinen Lüfter, regelt die Stromzufuhr und taktet den Prozessor runter, wenn er zu heiß wird. Durch das Update fällt genau dieser Treiber aus. Das System verliert die Kühlkontrolle, der Prozessor läuft ungebremst, überhitzt und der Rechner schaltet sich ab. 3 klare Symptome. Erstens, dein PC wird ungewöhnlich heiß, selbst bei einfachen Aufgaben. Zweitens, die Leistung bricht ein. Alles ruckelt. Und drittens, der Akku eines Laptops entlädt sich extrem schnell. Der sicherste Check: Öffne den Gerätemanager. Drücke Rechtsklick auf das Windows-Symbol und Gerätemanager auswählen. Wenn du unter Systemgeräte ein gelbes Warnsymbol neben einem Intel-Treiber siehst, dann bist du wahrscheinlich betroffen. Gute Nachricht zuerst: Wird dir das Update nicht angeboten, haben Microsoft oder Dell dein System bereits erkannt und blockieren es automatisch. Du musst nichts tun. Hast du das Update schon installiert und die Symptome treten auf, dann geh in die Windows-Einstellungen, Windows Update, Update-Verlauf, Updates deinstallieren. Such KB 509.509.3 und deinstalliere es. Neustart und die Symptome sollten weg sein. Aber beachte, dieses Update enthält hunderte Sicherheitskorrekturen. Deinstallierst du es, fehlen sie dir. Sobald der Fix da ist und Microsoft arbeitet natürlich schnell daran, solltest du zeitnah updaten. Somit für die meisten von euch kein Grund zur Sorge. Ganz normal das Update machen und sich über die Sicherheitskorrekturen freuen. Schreib mir in die Kommentare, ob du betroffen bist. Hat dir das Video geholfen? Lass einen Like da und abonniere den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.